Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Who can tell me where that is? Wo steht das? Wer kann mir das sagen? 2 Timothy 1:7. Good, 2. Timotheus 1, Vers 7. because I couldn't find it. Ich habe es nicht finden können. And let's turn to that. I often memorize a verse and then forget the address. Ich habe oft Bibelverse auswendig gelernt, aber dann vergessen, wo sie stehen. In this New American Standard Bible, it says, "For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline." In dieser Übersetzung heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist des Eingeschüchtertseins gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Now I'm going to try to talk soft again tonight because that helps my voice. Ich werde etwas ruhiger reden, das hilft meiner Stimme. And I think actually, after listening to Nigel's announcements, there's plenty of volume in this loudspeaker system. Und nach den Ankündigungen von Nigel habe ich festgestellt, dass genug Volumen in diesen Lautsprechern ist. And it helps if we can also just be completely quiet. Und es würde auch helfen, wenn der Rest von euch stille ist. I think this is one of the verses God wants you to take with you very deep in your heart as you go from here. Ich glaube, das ist einer der Verse, der euch mitgegeben werden soll, den Gott euch schenken möchte, wenn ihr von hier weggeht. I want to talk to you about victory over fear. Ich möchte heute Abend über das Thema Sieg über Angst reden. A number of people have shared that they are afraid. Eine ganze Reihe von Leuten haben mir gesagt, sie sind eingeängstigt. Maybe going to the ship and you're afraid of getting seasick. Vielleicht gehst du aufs Schiff und du hast Angst davor, seekrank zu werden. Now that's a legitimate fear. Nun, das ist eine ganz normale Furcht. I've seen people so sick on ships that they wanted to commit suicide on the spot. Ich habe sogar Leute so krank auf dem Schiff gesehen, dass sie am liebsten sich auf der Stelle umgebracht hätten. Of course, there's a little bit of problem on the Doulos in that you don't sail very much. Auf der Doulos ist das natürlich nicht so problematisch, man fährt ja nicht sehr viel mit dem Schiff. Very short distances, generally. Im Allgemeinen sind es immer nur kurze Strecken. So it's all over very quickly. Und darum ist auch die Seekrankheit schnell vorbei. And it's difficult to get sick in port, though some have managed it through various mental gymnastics. Es ist natürlich sehr schwer im Hafen, wenn man anliegt, seekrank zu werden, aber einige haben so innere geistige Übungen gemacht und sind trotzdem krank geworden. But other people's fears, of course, are much, much greater than this little thing. Aber es gibt viel größere Ängste, die Leute auszustehen haben. You know, it's hard sometimes for people to be honest about their fears. Es ist schwierig, darüber wirklich ehrlich und offen zu sein. And often it's an area of great hypocrisy and great phoniness among Christians. Und oft sind gerade Christen über dieses Thema oder über dieses Gebiet sehr, sehr heuchlerisch und Because pharisäisch. we all feel the dedicated Christian is the courageous, tough, afraid of nothing man or woman launching into the work of Denn wir God. glauben alle, der richtige Christ ist der harte, der starke, der vor keinem Angst habende Christ, der in alles gleich hineinsteigt. Especially missionaries. Besonders die Missionare. And some of you, when you go back to your home church, they look at you. Wow, here's a real disciple, a missionary. Und einige von euch, wenn sie nach Hause kommen, dann sagen die mal, Mensch, da ist ein richtiger Jünger, Courageous people. ein mutiger Mensch, Ready to take on invading hordes of cockroaches with their bare hands. der ist bereit, da hinunterzugehen und diese ganzen Massen von Kakerlaken zu besiegen im Schiff. Without a flick of the eyes to squish one under your thumb. Ohne mit dem Auge zu zwinkern, sie einfach so zu zerdrücken. And if in a desert, difficult situation, to eat it in order to survive. Und in schwierigen Situationen in der Wüste sogar diese Kakerlaken zu essen, um zu überleben. So carry your own salt and pepper. Hab also immer dein Salz und Pfeffer dabei. But the fact is that many
Many missionaries are actually very fearful people. Die Tatsache ist aber die, dass auch viele Missionare ängstliche Menschen sind. I've had great struggles in my Christian life with fear. Mit der Angst habe ich schon lange in meinem christlichen Leben zu tun gehabt. I don't think we should talk a lot about our fears and dwell on our fears. Wir That's sollten uns nicht good. zu lange über unsere Ängste besinnen und darüber reden. But sometimes it's encouraging and helpful to just really be honest about some of your fears and some of your struggles, and then pray together with someone for the victory and for the deliverance that God can give. Aber bei gewissen Zeiten ist es gut, etwas mit einem anderen über deine Angst zu sagen und dann zusammen zu beten und zu erleben, wie man befreit wird. Some have shared the fear of failure. Einige haben mir mitgeteilt, wie sie Angst vor dem Versagen haben. This, of course, won't be anything new on OM, failure. Versagen ist keine neue Sache in OM. A brother shared with me today that he thought a particular experience he had was a failure. I had never thought of it that way. Ein Bruder hat mir heute mitgeteilt, dass eine bestimmte Erfahrung, die er machte, für ihn ein Versagen war. Ich habe es nie so gesehen. I pray that you will understand that in God's work, failure so often is the back door to greater victory and greater success in your Christian life. Ich bete, dass ihr erkennt, dass das Versagen im christlichen Leben so oft die Hintertür für weitere Siege, für den Erfolg eigentlich ist. Don't be afraid of failure. Hab keine Angst davor zu versagen. Do the best you can in God's strength. Leave then the results with Him. Tu das Beste, was du kannst in der Kraft Gottes und überlass die Ergebnisse ihm. And, you know, if God sets us free from this fear of failure, Wenn Gott uns von dieser Angst vom Versagen frei macht, we're going to pray better, wenn wir besser beten können, we're going to feel better, uns besser fühlen, we're going to witness better, besser Zeugnis ablegen we're können, going to relate to one another wir better. können besser zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. And I just pray that if any of you are yet in the grip of some fear, especially this fear of failure, that tonight, by faith, you may take a stand against it. Und ich bete, dass irgendeiner von euch, der heute noch von dieser Angst vom Versagen gepackt ist, sich aufmacht und sich Gott hinstellt und übergibt. And stand on this verse. Write it down right there in your Bible. Underline it. Stelle dich vor allem auf diesen Vers, unterstreiche diesen Vers in der Bibel. I believe it's so good to memorize verses like this. Ich glaube, es ist so wichtig und gut, solche Verse auswendig zu lernen. Often when Satan is trying to get me into a fear trip, I quote the scriptures. I quote the scriptures. Wenn der Teufel mich manchmal in eine Angst oder eine Furcht hineinjagen möchte, dann zitiere ich die Schrift. And you know, most of the problems that we have are very common to large numbers of Christians. Und die meisten Probleme, die wir haben, sind auch weit verbreitet unter anderen Christen. I beg of you, don't magnify your problem. Und ich möchte dich bitten, mach dein Problem nicht zu groß. Don't allow the intimidation methodology of Satan to get you to believe that you're a special kind of sinner. Und lass nicht zu, dass diese Einschüchterungsmethode des Satans dir sagt, du bist ein ganz besonderer Typ von Sünder. The Bible says there's no temptation given you that isn't common to man. And God is able to give you victory Die Bibel over that sagt uns, temptation. dass keine Versuchung, die nicht schon jeder Mensch erfahren hat, auch uns begegnet. Und Gott kann uns über diese Versuchung Sieg geben. I've had people come to me to share at times what they thought was a really big problem. Leute kamen zu mir und haben öfters gedacht, sie teilen mir etwas ganz Sometimes Schwieriges it's mit. taken them time to say what they wanted to say. Zeit, damit sie sich öffnen konnten in der Seelsorge. And they've been amazed when my answer has been, do you realize I've got that same problem? I wonder if you'd pray for me. Und sie waren ganz überrascht, als ich ihnen sagte, weißt du, ich habe die gleichen Probleme. Kannst du für mich beten? You know, I speak on many different subjects all over the world to God's people. Ich rede über viele Themen zu Christen in aller Welt. I don't have, just one message. And it's certainly not just missions. Ich habe nicht nur eine Botschaft, vor allem nicht nur die Botschaft der Mission. But I find today that so often the message that brings the most response is when I just share openly
and deal with this whole area of honesty. Aber ich finde oft die größte Resonanz, wenn ich ganz ehrlich und offen über dieses Thema des sich Öffnens, der Ehrlichkeit und Offenheit A spreche. lot of people have shared with me that they feel Christian leaders, by the way they speak, give false impressions as to what they really are like in their personal life and in their family life and in every secret area of their life. Viele Leute haben mir gesagt, dass sie den Eindruck bekommen, wenn sie christliche Leiter reden hören, dass sie falsche Eindrücke vermitteln über ihr eigenes Leben, ihr Familienleben und andere geheime Gebiete ihres Privatlebens. But sometimes I think, especially as Christian leaders, we find it a little difficult to rip the mask off and to really say it as it is. In fact, sometimes we as Christian leaders are deceived people who no longer even know what the real issues are in our own lives. Und manchmal ist es schwer für uns Christi-Leiter, die Maske abzusetzen und zuzugeben, wer wir sind. Es ist manchmal sogar schon so, dass wir betrogen sind und gar nicht merken, was in unserem eigenen Leben vorgeht. And if in these coming months you learn to be more honest about yourself, more objective about yourself, it will be a great victory for the kingdom of God. Und es wird ein großer Sieg für das Reich Gottes sein, wenn du in den nächsten Monaten lernst, ehrlicher und offener dir selbst gegenüber zu sein. There are a number of verses that burn in my heart this evening, especially from the book of Philippians. Besonders vom Philipperbrief kommen mir viele Verse jetzt in den Sinn. That can help you deal with fear. Diese Verse können uns helfen, mit der Furcht und der Angst For umzugehen. example, that verse that says, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Zum Beispiel der Vers, wo es heißt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. I think it's in chapter 4, verse 13. Is that right? That's right. Maybe I can Kapitel just 4, Vers 13. maybe I can just read it in this new translation I have here. I can do all things through him who strengthens me. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. And we have many Bible studies, don't we? Wir haben doch viele Bibelarbeiten schon gehabt. And we study these verses. Und wir haben diese Verse studiert. How many of us really believe that verse? Wie viele von uns aber glauben wirklich, dass dieser Vers wahr ist? Other people have shared that they're really afraid of this book selling, this book selling. Leute haben mir erzählt, dass sie Angst vor diesem Bücherverkauf haben. It isn't a fear of book selling. Es ist nicht die Angst vom Bücherverkaufen, It's a fear of people. es ist die Angst vor den Menschen. It's a fear of rejection, even a simple rejection at the doorstep. And I have experienced that rejection many times and do not find door-to-door work super easy. Es ist eigentlich die Angst vor der Ablehnung an den Türen. Und ich habe diese Ablehnung oft, viele Male erfahren. Und ich muss zugeben, dass Tür-zu-Tür-Arbeit nicht gerade die schönste oder die einfachste Arbeit ist. But the problem isn't book selling. Das Problem liegt aber nicht beim That may Bücherverkauf. be part of it. Nur ein Teil davon ist das Problem. Fear of what people will say. Es ist die Angst davor, was die Menschen wohl sagen werden. Fear of rejection. Die Angst vor der Ablehnung. Some people may have a fear of offending a person. Einige Leute haben vielleicht Angst, jemand anderem auf den Fuß zu treten. Someone else may have the fear that they will turn somebody off and they will end up further away from Christ than when they started. Sie haben vielleicht Angst davor, dass sie jemand so irgendwie auf den Fuß treten, dass er sich weiter noch von Christus You know, wegwendet. if I didn't believe that God could overrule my mistakes in the evangelistic work, I think I would be paralyzed from ever doing it again. Würde ich nicht glauben, dass Gott selbst meine Fehler in der evangelistischen Arbeit bestimmen kann, und dann würde ich einfach ein gelähmter Christ werden. And some of the greatest evangelists of all times have made some big mistakes and have done some very foolish things, even 20 years after, much less in their first year of training. Einige der größten Christen der Geschichte haben nicht nur am Anfang, sondern schon viele Jahre später in ihrem christlichen Leben große Fehler gemacht. But I pray that if you are having struggles on the doors or in any aspect of the work,
you're not experiencing the victory and the grace, that you'll be honest enough to talk about it to your leader and to seek a solution together with someone. Und ich bete, dass du ehrlich bist mit deinem Leiter, mit einem anderen, wenn du solch ähnliche Kämpfe hast und gemeinsam eine Lösung suchst und betest. Others have shared that they have a fear of relationship problems. Einige andere haben mir gesagt, sie haben Angst vor den zwischenmenschlichen Beziehungen. They've had a lot of broken relationships. Sie haben schon viele zerbrochene Beziehungen erlebt. And they're afraid that they're going to get on a team and that they're going to somehow be the, irregular person we talked about yesterday, and the whole team is going to suffer because of them. Sie haben Angst, dass sie im Team vielleicht gerade so der Außenseiter sind, von dem wir gestern schon gehört haben, und dass das ganze Team darunter leiden muss. I think that's a normal struggle for many people. Ich glaube, auch das ist wieder ein normaler Kampf für viele. And I just know that God can give victory over that fear. Ich weiß aber, dass Gott gerade über diese Art von Angst Sieg geben kann. Many people on OM enjoy that team life and enjoy living together with other people and are greatly stimulated in their faith and their vision through that experience. Ja. They are, yes. Ja. Viele in OM erleben gerade die Freude dieser Gemeinschaft und dieser gemeinsamen Teamarbeit und des Teamlebens. You know, it's especially difficult to be a team leader. Es ist besonders schwierig, Teamleiter zu sein. I wonder if all the team leaders could just stand up if you know who you are. Some of you don't know Wer yet. weiß schon, dass ein Teamleiter ist, der sollte, You're right with the team. Das soll You're the einer team aufstehen. leader. Just stand up. alle die Teamleiter sollten einmal aufstehen. Women? Any more women? Gibt es noch Frauen, die Teamleiter sind? Some of them get appointed later on. Einige werden noch später ernannt werden. And I hope that we will pray for these men. There are many more. You can sit down. Ich hoffe, wir beten für diese Männer und Frauen. Es gibt noch viele mehr. Because in counseling team leaders for about 27 years, Denn in der Seelsorge mit Teamleitern in den letzten 27 Jahren, and having led many teams myself, und ich habe auch viele Teams selbst geleitet, I have this little word for the team leaders. da habe ich einen kleinen Zuspruch für die Teamleiter. With you, it's impossible. Ohne euch geht's nicht. Isn't that encouraging? Ist das nicht ermutigend? It's impossible. Ohne euch ist es unmöglich. No matter what you do, somebody doesn't like it. Egal was ihr macht, irgendeiner ist da, der mag es nicht. You serve them a particular kind of food, somebody doesn't like Es it. gibt ein bestimmtes Essen, einer mag es nicht. You let them sleep a little longer, somebody doesn't like Du it. lässt das Team etwas länger schlafen, einer mag es You nicht. get them up earlier, somebody doesn't Du like lässt sie früh aufstehen, einer mag es nicht. it. You have a 1-hour study program, somebody doesn't like it. Du hast ein längeres Studienprogramm, einer mag es nicht. You have 10-minute study program, nobody likes it. Du hast ein kurzes 10-minütiges Studienprogramm, keiner mag es. And of course, you get such a range of people on your teams these days, you know. Es gibt nämlich so viele verschiedene Menschen oder Leute im Team. You know, it used to be maybe 3 Frenchmen, a couple Americans, and a couple English, and maybe 1 or 2 Swedes, 4 countries, Vielleicht waren es 4 Nationalitäten, die dort in einem Team waren. Now you've got a team, 10 people, 1 Korean, 1 Argentinian, 1 Brazilian, 1 Chinese, 1 American, 1 German, 1 Frenchman, 1 guy you can't figure out where he's from. Und jetzt habt ihr ein Team mit vielleicht 10 Leuten, ein Brasilianer, ein Argentinier, ein Koreaner, ein Amerikaner, ein Engländer, einer aus Ungarn, einer aus Deutschland, einer aus Italien und einer, der wisst nicht, woher er kommt. And sometimes when I read articles on anthropology, I read one some time ago, a real heavy article on missionary anthropology, I thought, we in OM are completely bananas. We're completely crazy. Und als ich einige Artikel und Bücher über Anthropologie gelesen habe, da habe ich gedacht, dass wir völlig verrückt sind in OM. Here we are wanting to launch into nations like Pakistan and communicate cross-culturally, but it takes massive cross-cultural communication even to talk to our own team. Hier sind wir in Pakistan, wollen eine andere Kultur mit dem Evangelium erreichen, aber wir brauchen enorme Anstrengungen, um im eigenen Team etwas mitzuteilen.
And we seem to get a wide range of political viewpoints on OM these Und days. in OM haben wir auch in der letzten Zeit sehr viele verschiedene politische Ansichten bekommen. We get people who have actually voted for Ronald Reagan fellowshipping with someone who belongs to the anti-nuclear club of West Germany, fellowshipping on the same team. Wir haben sogar Leute, die Gemeinschaft haben über eine Sache, wo der eine Ronald Reagan gewählt hat und der andere gehört zu den Grünen in Deutschland. And of course, when we think of how some of our countries really are not getting on with each other very well, and yet here we are lumped together in this mobilized pressure cooker. Wir leben also in diesem beweglichen Schnellkochtopf und merken gar nicht, was eigentlich um uns herum geschieht. And I believe this, above all else, should just cast us upon God Und ich glaube, das sollte uns wirklich vor Gott auf die Knie bringen. and cause every one of us to determine to be patient, tremendously patient with our leaders, with the pastors of the churches we work with, and with one another. Without that patience that God alone can give, this thing can become an ugly, chaotic mess. Darum sollen wir wirklich uns aufmachen und um Geduld bitten. Geduld für den Pastor, für die Gemeinde, für die Leute im Team. Ohne diese Geduld, die Gott nur schenkt, wird alles andere nur ein großes Chaos. And yet here is the beautiful thing. Das And Schöne dabei ist, if you fail in the area of patience, wenn du auf dem Gebiet der Geduld versagst and you maybe hurt somebody on the und team, jemand verwundet hast im Team, God has the answer to that. dann hat Gott eine Antwort darauf. The brokenness that we've been talking about these days, Wir haben über den Zerbruch geredet. the repentance, Die Umkehr und Buße, the humility. die Demut. The great problem in OM is not when somebody sins, not when somebody does something impatient on the team. That, of course, is a problem, and it's wrong. Es gibt Probleme, wenn jemand sündigt und irgendwo einen Fehler macht, aber das ist nicht das größte Problem in OM. The problem is when people refuse to apologize. Das größte Problem ist, wenn jemand sich weigert, sich zu entschuldigen. They throw aside that beautiful little message of Calvary Road. They throw it aside as if they'd never seen the book. Sie werfen diese Botschaft von dem Buch Das neue Erwachen einfach zur Seite. And pride, that's what it is. Pride causes them to dig their heels in and say, I'm not going to Und apologize. es ist eigentlich der Stolz, der sie dastehen lässt auf ihren Sporen und sagt, ich werde mich nicht Let entschuldigen. him come to me. Die sollen zu mir kommen. He owes me an apology. Der schuldet mir eine Entschuldigung. And if he apologizes to me, Und wenn er sich bei mir entschuldigt, dann I will werde definitely ich, forgive him. ganz bestimmt ihm auch After vergeben. all, I know that forgiveness Ja, is a ich weiß, basic dass truth in the Vergebung Bible. etwas Wichtiges in der Bibel ist. Every one of us here is going to be tested this year in the area of the pride factor. Very few will escape that kind of testing this year. Jeder von uns wird in diesem Jahr auf diesem Gebiet des Stolzes geprüft werden. Keiner oder wirklich nur wenige werden dieser Prüfung entkommen. And I say this, I don't believe it's an exaggeration. Und ich sage das, ohne zu übertreiben. Without the emphasis in OM on brokenness and the cross and Jesus reigning and ruling in the heart in a practical way, I don't think we could ever do what God wants us to do. Ohne das Kreuz, den Zerbruch, ohne die Betonung in OM auf diesen Dingen, dass Jesus in praktischer Weise in unserem Herzen lebt, können wir nicht gemeinsam leben und arbeiten. I believe there's been some powerful ministry from many different people along these lines, so I'll not tarry there any longer. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen vollmächtige Predigten von verschiedenen Leuten gehört, gerade bezüglich dieser Themen. We're warned about having even a root, allowing even a root of bitterness in our own hearts. Wir werden in der Schrift gewarnt, sogar nur eine Wurzel der Bitterkeit im Herzen zu I haben. want to ask you this question. Ich möchte euch diese Frage I stellen. want you to answer it tonight to yourself. Und ich möchte, dass du heute Abend dir diese Frage selbst beantwortest. Do you have anything against anybody, anywhere? Hast du irgendetwas gegen irgendjemanden irgendwo heute Abend? Somebody that maybe really walked on you. Jemand, der wirklich über dich getrampelt ist, Somebody who maybe really rejected you. der dich
völlig abgelehnt hat, someone that hurt you, jemand, der dich tief verwundet hat, someone that did the worst possible thing you can think of. jemand, der dir das Schlimmste angetan hat, was du dir nur vorstellen Maybe kannst. he lied to you and ran away with your fiancé, Vielleicht hat er dich angelogen und ist mit deiner Verlobten durchgegangen. or something 10 times worse. Oder noch etwas 10-mal Schlimmeres. The Bible has a clear message. Die Bibel hat dafür eine klare Botschaft. As Christ hath forgiven you, you must also forgive him. Wie Christus dir vergeben hat, so musst du auch dieser Person, diesem Menschen vergeben. That doesn't mean the memory will be erased from your mind. Das bedeutet nicht, dass deine Erinnerung an diese Sache, an diese Person nicht auf einmal verschwindet. Don't be surprised by old memories that pop into your head. That's as human as anything that can happen to you. Sei nicht davon überrascht, wenn alte Dinge plötzlich wieder zurückkommen. Das ist ganz normal, das passiert I jedem often einmal. get memories right back from when I was even 10 years old. Ich habe oft alte Erinnerungen, selbst von der Zeit, wo ich ein Kind war. I used to get in a lot of fights with my fists. Ich habe oft mit Jungs gekämpft, Faustkämpfe Some of gehabt. those fights and the hatred that spewed out of my temper in my mouth, it's almost like it happened last week. But when it comes, I deal with it immediately and let it go under the cleansing blood of Jesus Christ. Einige dieser Streitigkeiten, dieser Kämpfe und der Hass, der damals aus mir herausquoll, das ist wie wenn es nur letzte Woche gewesen wäre. Aber wenn diese Gedanken kommen, dann gehe ich sofort zum Herrn und bringe sie unters Kreuz. You know, there are certain people that you think, well, they do have a hostility problem. People like George Verwer, he has a hostility problem. That's pretty clear. Es gibt Leute, wo man denkt, Mensch, die haben bestimmt ein Problem mit der Feindlichkeit. George Verwer To hat use, bestimmt to ein use Problem mit der Feindschaft. a stronger word, before we're saved, what would be called hatred after salvation comes out in a more subtle way as just sort of hostility. Was vorher vor unserer Bekehrung reiner Hass war, kommt jetzt so in etwas heimtückischer Form als eine gewisse Feindseligkeit, die man ausstrahlt, hervor. And I just so thank God for the victory He can give in this area. Und ich danke Gott für den Sieg, den er auf diesem Gebiet schenken kann. But some of you don't appear to be hostile at all. Aber einige von euch schauen überhaupt nicht feindselig aus. You don't have this volcanic problem of, wanting to really get a hold of somebody by the neck. Du hast nicht dieses vulkanische Problem, wo du jemand unbedingt irgendwo an den Hals gehen willst. You are very gifted at repressing that hostility down into your stomach or some other part. Du bist vielleicht sehr begabt, dieses Problem, diesen Hass, die Bitterkeit in dich hineinzufressen, vielleicht in den Magen oder woanders hin. You might never shout outwardly at someone, but you'll feel it, and you'll repress it. And often that does more damage to your health than if you let it out. You don't want to do either one, of course. Vielleicht schreist du nie nach außen, aber du unterdrückst es und es kann mehr deiner Gesundheit schaden als das andere. Natürlich will man beides nicht machen. I feel that often as Christians, we are very naive and very idealistic about our emotions and what to do with them and how to handle them and what's right and what's wrong. And we've got to deal with that. Ich glaube, als Christen sind wir oft sehr naiv, sehr kindlich darüber, wie unsere Gefühle funktionieren und was richtig, was falsch ist. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. That's why my goal for the last 3 years has been to get every OMer to read that powerful book, Healing for Damaged Emotions, by David Seamans, in the second book, Give Up Your Childish Ways. And hundreds, I believe, have been blessed just within OM through those two powerful books. Und ich habe darum in den letzten 3 Jahren besonders 2 englische Bücher über das Heilen der beschädigten Emotionen und andere Themen auf diesem Bereich sehr stark angepriesen. As we gather around the Lord's table, Wenn wir uns heute Abend um den Tisch des Herrn treffen, let's realize there's victory in Jesus Christ. dann wollen wir erkennen, es gibt Sieg in Jesus Christus, There's healing in Jesus Christ. Heilung in Jesus Christus, There's forgiveness in Jesus Christ. Vergebung in Christus, There's renewal in Jesus Christ. Erneuerung in Jesus, There's victory over every form of fear in Jesus Christ. Sieg über jede Art der Angst in Jesus Christus. Why is this victory?
Warum können wir diesen Sieg haben? Because of His precious blood. Wegen seines kostbaren Blutes, Because of His word. wegen seines Wortes, Because of His death and resurrection. wegen seines Todes und seiner Auferstehung. And when Satan comes moving in on you like a flood, Und wenn Satan wie eine Flutwelle über dich kommt, you have to learn how to claim the power of the blood of Christ. dann musst du lernen, wie man das Blut Jesu Christi beansprucht. You need to learn how to use the Word of God, sword of the Spirit. Du musst lernen, wie man das Wort Gottes, das Schwert des Geistes benutzt. You need to learn how to stand on His promises. Lerne, die Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen. You need to know how, at that moment, to be sure you're filled with God's Holy Spirit. Du musst wissen in diesem Augenblick, wie du mit dem Heiligen Geist Gottes gefüllt werden kannst. Most of you have stood to your feet sometime in the last 3-4 months and asked God to fill you with His Holy Spirit. Most of you have done that. Die meisten von euch haben während der letzten 3-4 Monate sich irgendwo hingestellt oder in dieser Konferenz aufgestellt und Some of you gesagt, experienced great power and deliverance last Friday Herr, night. fülle mich mit deinem Geist. Und einige haben auch am letzten Freitag große Kraft und Befreiung erlebt. Many of you have had some heavy experiences with the Lord during these weeks, months. Einige von euch haben wirklich tiefgreifende Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. And you know that now the main thing isn't the crisis, it's the process. Und ihr wisst, dass das Wichtige jetzt nicht die Krise ist, sondern der Prozess, Daily. der tägliche Prozess. What about tomorrow? Wie steht es morgen? It's a terrific transition day tomorrow. Morgen ist ein richtiger Tag der Umwandlung, des Weitergehens. In OM, you've got to learn how to redeem the time and survive transition days. In OM muss man lernen, wie man solche Tage der Umwandlung, des Weitergehens nutzen kann. When you put your luggage in the wrong place and never, ever see it again. Wenn du dein Gepäck in den falschen, an eine falsche Stelle stellst und du wirst es niemals wiedersehen. And I pray that when you awake tomorrow morning, Und ich bete, wenn du morgen früh aufwachst, you'll by faith stand on His promises dass du dich wieder auf die Verheißungen Gottes stellst and claim the mind of Christ, which is yours by His grace. und dann die Gesinnung Christi beanspruchst und sagst, Herr, ich möchte solch eine Gesinnung That haben. even on a practical level, you may experience the reality of the mind of Christ, delivering you from fear and enabling you to function more effectively as a person in this great testing ground. Dass du auf ganz praktischer Ebene die Gesinnung Christi erfährst und dann auch dementsprechend handeln kannst. We saw a film about thinking, Ihr habt einen Film über das Denken gesehen. and to survive on OM and in God's battlefield, you've got to keep the brain turned on most of the time. Und um auf dem Schlachtfeld und in OM zu überleben, muss man die meiste Zeit das Gehirn eingeschaltet haben. Some people say, oh, but we're so tired. Einige sagen, aber ich bin so müde. You know, many men have had to fight the greatest battles with less than 2 hours sleep in the previous 2 days. I don't recommend that, but history shows it's taken place. Viele Männer haben die größten Kämpfe mit weniger als 2 Stunden Schlaf in den letzten Tagen durchgemacht. Ich möchte es nicht empfehlen, aber es gibt es immer wieder in der Geschichte. Man just sailed across the Atlantic Ocean alone in a balloon. He hardly did any sleeping for all the days that he was in the air. One man in a balloon. Just happened last week. Letzte Woche ist jemand über den Atlantik mit einem Luftballon gesegelt oder geflogen und hat fast überhaupt nicht geschlafen. Ganz alleine. We're not going to do that to you. Nun, wir werden euch das nicht antun. If we do that, we're going to put at least 2 in the balloon. Wenn, dann setzen wir gleich 2 in den Luftballon. And actually, we believe very strongly you should get a good night's sleep every night. Und eigentlich glauben wir stark, dass ihr jeden Abend einen guten Schlaf bekommen And könnt. the Word of God even speaks about that. Selbst das Wort Gottes redet davon. There is victory over fear. Es gibt Sieg über die Angst. A lot of people now have fear of the future. Eine ganze Menge von Leuten haben Angst vor der Zukunft. People are always asking you, aren't they? What's your long-term plan, man? Die Leute fragen, was ist so dein Langzeitziel? You know, Und everybody at 19 years of age has got to have a long-term jeder plan. 19-Jährige muss jetzt einen Langzeitplan für sein Leben besitzen. If the Lord has given you a long-term plan,
praise Him. Wenn der Herr dir einen Langzeitplan gegeben hat, danke ihm dafür. Be ready to see it disappear. Sei auch bereit dafür, dass er verschwindet. If you don't know what God's full plan is yet for your life, that is nothing to feel guilty about or to think you're some kind of a weirdo. Du brauchst dich nicht schuldig fühlen oder vielleicht sogar ganz verrückt fühlen, wenn du nicht den ganzen Plan Gottes für dein Leben kennst. You get what God wants to give you this year in terms of character and holiness and discipline. And He'll lead you the next step by next August or next September or Nimm when. das mit, was Gott dir in diesem Jahr bezüglich deiner Charakterbildung, deiner Heiligung und deines geistigen Lebens geben möchte. Und dann wird er dir im nächsten Jahr schon den nächsten Schritt zeigen. And a lot of people have written to me, especially the women. Vor allem die Frauen haben mir über dieses Problem geschrieben. And their fear is that they're not going to get married. Es ist die Angst, dass sie nicht heiraten werden. And we don't talk about this too much, Em, because it wouldn't be really spiritual, would it? Und wir reden nur nicht so sehr drüber, denn es ist ja nicht so geistig, oder? You know, I had that fear when I was 19. Ich hatte diese Angst, als ich 19 war. And at night, after I read my Bible, I would grab my pillow and say, "Oh God, nobody's ever going to marry me." You had the same fear. Ich habe die gleiche Angst gehabt. But this is what the Christian life is all about. Das ganze christliche Leben dreht sich darum, Trusting God. Gott zu vertrauen. We don't know what the future holds. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. We trust God. Wir vertrauen Gott. Most of you don't know yet who you're going to marry. Some of you got some ideas in the last couple of weeks. But you don't know yet who you're going to marry. Die meisten von euch wissen noch nicht, wen sie heiraten werden. Einige von euch haben ein paar Schnapsideen bekommen während der letzten 2 Wochen, aber ihr wisst es noch nicht, wen ihr heiratet. Leave it with God. Überlass es Gott. Some of you have been thinking today. You've had some plan in your head today. Einige haben heute darüber nachgedacht, sich einige Pläne zusammengeschmiedet. You've had your eye on somebody. You've been in much prayer about this. Ihr habt viel darüber gebetet, jemand angeschaut. And you know what this social policy says, and well, you never really agree. It's not really mature, is it, this social policy? Und ihr denkt, die soziale Regelung ist doch gar nicht so richtig für reife Leute, oder? But you know what we discovered about the last night at the conference? Aber an diesem letzten Abend an der Konferenz, Sometimes 5 minutes of impatience has caused many months of heartache and grievous situations. das sind oft 5 Minuten der Ungeduld, haben oft viele Monate des Leidens und der Trauer verursacht. And wise is the young Christian who knows not to act on impulse, but to wait upon God and to get God's clear direction and go ahead. And that usually doesn't happen as quick as most people sometimes Und think. warum sagt die Schrift, dass wir junge Christen uns nicht vom Affekt her, von den Gefühlen her gleich bestimmen lassen sollen und Entscheidungen treffen, sondern auf Gott warten sollen? And then some people have a tremendous fear of death. Und dann gibt es einige, die haben eine enorme Angst vor dem Tod. It's actually quite normal, Eigentlich ganz normal. because no matter how much faith you have, you don't know what lies behind death's door. Denn egal wie viel Glauben du besitzt, du weißt eigentlich nicht, was hinter der Todestür kommt. You say, yes, I do know. That's right. You know by the mind of faith what's behind death's Du door. sagst, I know natürlich, ich weiß by es. faith. Durch den Glauben weiß ich es, was dahinter kommt. And struggle with the fear of death is a very normal thing even for the most dedicated believers. Und der Kampf mit der Angst über den Tod ist sogar für den am hingegebensten Christen eine große And as one who has Sache, ein großer struggled Kampf. often with this, I thank God that I can put this totally, absolutely in His hands. I know that when I die, whatever is there, I will be with God. Amen. Und ich weiß auch, gerade weil ich selbst so viele Ängste und Kämpfe durchgemacht habe,
wenn ich eines Tages sterben werde, dann weiß ich, ich werde mit Gott sein, bei Gott sein. And we can say, as the Apostle Paul, by faith, some of us not easily, to live is Christ, and to die is gain. Und vielleicht können wir es nicht so einfach, aber doch mit Paulus sagen, für mich ist Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn. Yes, we are a victorious people. Wir sind ein siegreiches Volk, We are a praising people. ein lobendes Volk. We are washed with the blood. We are set free by His power. Wir sind vom Blut gewaschen und freigemacht durch seine Kraft. And as Romans 8 says, we're more. We're not just conquerors. We're more than conquerors in Und Christ. in Römer 8 heißt es, dass wir weit überwinden. Let's live in the light of this. Wir wollen im Lichte dessen leben Let's exhort one another along this road during these coming months. und uns gegenseitig ermahnen während der nächsten Monate. And I believe this is our inheritance in Jesus Christ. Und ich glaube, dass das unser Erbe in Jesus Christus sein wird. Let us pray. Wir wollen beten. Father, we thank you for this great inheritance we have in your Son Jesus. Vater, wir danken dir für das große Erbe, das wir in Jesus Christus, deinem Sohn, haben. We thank you that you can deliver from the grip of fear. Danke, dass du uns von dem Griff der Angst befreien Pray kannst. that you'll set people free tonight Herr, wir beten, dass du heute Abend Menschen befreist by your power and by your grace. durch deine Gnade und deine Kraft. Just pray your own private prayer Bete jetzt ganz für dich alleine and ask God in faith to break that chain of fear that may be gripping your life in any area whatsoever. und bitte gläubig und voller Vertrauen den Herrn, dass er die Kette der Angst, was es auch sein mag, in deinem Leben zerbrechen wird. Maybe something else completely different from what I mentioned, but it's not too much for God. Vielleicht noch eine andere Furcht, die ich gar nicht erwähnt habe, aber für Gott ist es nicht zu viel. Will you purpose right now by faith to cast every care upon Him because He cares for you? Bestimme jetzt im Glauben, alle Sorgen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für dich. Some of you have worry about your money that hasn't come yet. Einige von euch haben vielleicht sich Sorgen über das Geld, das noch nicht da ist, gemacht. There's half a dozen things you could be worrying about tonight. Es gibt jetzt gleich ein halbes Dutzend Dinge, über die ihr euch heute Abend Sorgen machen Will you könntet. obey God? Wirst du Gott gehorchen? Cast every care upon Him. Alle Sorgen auf ihn werfen? Cast every care upon Him. Alle Sorgen auf ihn, He careth for you. denn er sorgt für dich. Will you do that right now? Wirst du das heute Abend tun? In your own prayer? Im eigenen Gebet? You pray your own prayer. Bete jetzt. Our Father, you have set us free, and we are free indeed. Unser Vater, wir sind wirklich frei, denn du hast uns frei gemacht. And we worship you because you have not given us a spirit of fear, but of love and of power, discipline, and of a sound mind. Und wir beten dich an, denn du hast uns nicht deinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. We stand on your word. Wir stellen uns auf dein Wort We appropriate this truth by faith. und wir setzen deine Worte, diese Wahrheit in unser Leben um. And we believe that we can do all things through Christ, your Son, who strengtheneth us. Und wir glauben, dass wir alle Dinge durch Christus, der uns stärkt, tun können. And we pray in His precious name. In seinem Namen beten wir. Amen. Amen. Peter is going to come and just lead us as we just have this final breaking of bread and worship together. Peter wird uns jetzt noch in der Zeit des Brotbrechens leiten. Let's turn in our hymn books to number 65. Jesus, the name high over all, in hell or earth or sky. This is 65. the name that deals with all our fears, the name of Jesus. Number 65, let's write. Experience is a person, Jesus himself. Die Grundlage unserer Erfahrung ist eine Person, der Herr Jesus selbst. And the really important facts are that he died 2,000 years ago. Und die wirklichen Tatsachen, wichtigen Tatsachen sind die, dass er vor 2000 Jahren für uns starb. It wasn't just a spiritual phenomena, it was a physical act. Es He war went kein to a cross. geistliches Phänomen, sondern ein wirkliches Geschehnis. We praise God that he didn't stay there. Preis dem Herrn, dass er dort nicht hängen geblieben ist. Death couldn't keep its prey when it came to Jesus, our Der Savior. Tod konnte sein Opfer nicht halten, wenn es zu Jesus kam, als es zu Jesus kam. He tore the bars of death away. Er hat
diese Riegel des Todes beiseite geschoben. And up from the grave he arose. Und von dem Grab ist er auferstanden. We want to try and put as much as possible, everything else out of our minds for the next few moments. Wir versuchen jetzt einmal in den nächsten Minuten alles andere aus unseren Gedanken wegzudenken And we just want to think of Jesus himself. und nur an Jesus Christus selbst zu denken. He's worthy of the absolute commitment of our minds. Er ist würdig, dass wir ihm unser ganzes Leben völlig hingeben. To help us to do that, I just want to read some scriptures to you. Um das zu tun, damit wir das tun können, möchte ich einige Verse lesen. I suggest that rather than turning to them, you just close your eyes and try and meditate on these words. Ich schlage vor, anstatt sie mitzulesen, schließt einfach die Augen und denkt darüber nach. They're all from the Old Testament. They're prophetic words, Das sind alles Verse aus dem Alten Testament, prophetische Hinweise. and they speak of the agony, the suffering of the Lord Jesus. Und sie reden von dem Todeskampf, dem Leiden des Herrn Jesus. I'll read in English, and I'll ask Klaus to translate as well. My God, why have you forsaken me? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verse 7. All who see me mock me. Alle, die mich sehen, verspotten mich. They hurl insults, shaking their heads. Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. He trusts in the Lord. Let the Lord rescue him. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Let him deliver him, since he delights in him. Er rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Verse 12. Many bulls surround me. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Strong bulls of Bashan encircle me. Mächtige Büffel von Basan haben mich umringt. Roaring lions, tearing their prey, open their mouths wide against me. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. I am poured out like water, Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. and all my bones are out of joint. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. My heart has turned to wax, it has melted away within me. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. You lay me in the dust of death. Du legst mich in des Todesstaub. Dogs have surrounded me, a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. I can count all my bones. People stare and gloat over me. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie schauen auf mich zu und sehen auf mich herab. They divide my garments among them and cast lots for my clothing. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Isaiah 52. Jesaja 53. Verse 13. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhoben sein. Just as there were many who were appalled at him. Wie sich viele über ihn entsetzten, His appearance was so disfigured, weil seine Gestalt hässlicher war. beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. Hässlicher als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So he will sprinkle many nations, So wird er viele Heiden besprengen. and kings will shut their mouths because of him. Dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. For what they were not told they will see, and what they have not heard they will understand. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Who has believed our message? Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. He was despised and rejected by men, a man of sorrows, familiar with suffering. Er war der Allerverachteste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Like one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Fürwahr, er trug unsere Krankheit
und lud auf sich unsere Schmerzen. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. But he was pierced for our transgressions. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet He was crushed for our iniquities. und um unserer Sünde willen zerschlagen. The punishment that brought us peace was upon him. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. And by his wounds we are healed. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Maybe I can just read that 5th verse again. He was pierced for our transgressions. Er aber ist um unserer Missetat willen verwundet He was crushed for our iniquities. und um unserer Sünde willen zerschlagen. The punishment that brought us peace was upon him. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. And by his wounds we are healed. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Let's remember the Lord Jesus for a few moments. Wir möchten einige Augenblicke besonders an den Herrn Jesus denken. You lead out in praise and thanksgiving for all that he's done for us. Auch du kannst beten und danken für das, was er für uns getan hat. Lord Jesus, we want to thank you for taking our place upon that cross. We should have been there, but you took our place. And we really want to lift our hearts in praise and thanksgiving this evening. Lead us just for these few moments that we have in a worship which will gladden your heart. In your name we pray. Amen. Amen.